Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und fließender zu werden? Lass uns anfangen. Hallo Tom, wie geht es dir heute? Hallo Alice, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es gut. Ich habe an unsere Urlaube gedacht. Können wir darüber sprechen? Natürlich, Alice. Ich rede gerne über Urlaube. Welchen Urlaub möchtest du besprechen? Ich möchte über den letzten Urlaub und den nächsten Urlaub sprechen. Ist das in Ordnung? Ja, das ist in Ordnung. Ich habe viele Dinge zu erzählen. Super. Lass uns mit dem letzten Urlaub beginnen. Tom, was hast du in deinem letzten Urlaub gemacht? In meinem letzten Urlaub bin ich mit meiner Familie an den Strand gefahren. Wir sind in ein kleines Städtchen am Meer gefahren. Das klingt schön. Wie lange wart ihr am Strand? Wir waren 3 Tage dort. Wir sind am Freitagmorgen losgefahren und am Sonntagabend zurückgekommen. Was habt ihr am Strand gemacht? Wir haben viele lustige Dinge gemacht. Wir sind im Meer schwimmen gegangen, haben Sandburgen gebaut und Beachvolleyball gespielt. Ich bin auch am Ufer entlang spaziert und habe Muscheln gesammelt. Ich liebe es, Muscheln zu sammeln. Hast du interessante gefunden? Ja, ich habe eine große, bunte Muschel und eine kleine, glatte gefunden. Ich habe sie meiner kleinen Schwester gegeben. Sie war sehr glücklich. Das ist so süß. Habt ihr gutes Essen am Strand gegessen? Ja, wir haben viele leckere Speisen gegessen. Wir hatten frischen Fisch, Pommes und Eiscreme. Jeden Abend sind wir in ein kleines Restaurant am Strand gegangen. Ich esse gerne frische Meeresfrüchte. Hast du Fotos gemacht? Ja, ich habe viele Bilder vom Sonnenuntergang und den Wellen gemacht. Der Sonnenuntergang war sehr schön. Ich zeige dir die Bilder später. Ich würde sie gerne sehen. Tomme, ich freue mich sehr, dass du einen schönen Urlaub hattest. Jetzt lass uns über den nächsten Urlaub sprechen. Was ist dein nächster Urlaub, Tom? Mein nächster Urlaub ist in 2 Wochen. Es ist ein Feiertag und ich habe 4 Tage frei. Das ist großartig. Was wirst du in deinem nächsten Urlaub machen? Ich plane meine Großeltern auf dem Land zu besuchen. Ich liebe das Land, weil es ruhig und schön ist. Das klingt wunderbar. Wie wirst du zu dem Haus deiner Großeltern kommen? Ich werde mit dem Zug fahren. Die Zugfahrt dauert etwa 2 Stunden. Ich mag Zugfahrten, weil ich viele schöne Ausblicke vom Fenster aus sehen kann. Ja, Zugfahrten sind sehr entspannend. Was wirst du im Haus deiner Großeltern machen? Ich werde meinen Großeltern im Garten helfen, durch die Felder spazieren und hausgemachtes Essen essen. Meine Großmutter macht den besten Apfelkuchen. Ich liebe Apfelkuchen. Ich bin mir sicher, dass du eine großartige Zeit mit deinen Großeltern haben wirst. Das hoffe ich. Ich plane auch, ein kleines Dorf in der Nähe des Hauses meiner Großeltern zu besuchen. Ich möchte die alte Kirche und den Markt sehen. Das klingt nach einem tollen Plan. Ich besuche gerne kleine Dörfer. Sie sind sehr charmant. Ja, das sind sie. Alice, was ist mit dir? Was wirst du in deinem nächsten Urlaub machen? Ich bin mir noch nicht sicher. Ich habe viele Ideen. Vielleicht gehe ich in die Berge oder besuche ein Museum in der Stadt. Beide Ideen sind gut. Wenn du in die Berge gehst, kannst du wandern und die Natur genießen. Wenn du das Museum besuchst, kannst du neue Dinge lernen. Ja, ich mag beide Optionen. Ich muss mich bald entscheiden. Ich möchte auch entspannen und ein Buch während des Urlaubs lesen. Ein Buch zu lesen ist eine großartige Möglichkeit, sich zu entspannen.
Hast du ein bestimmtes Buch im Kopf? Ich möchte einen Roman über das Reisen lesen. Ich mag Geschichten, die mich an neue Orte bringen. Das ist eine gute Wahl. Ich lese manchmal Kurzgeschichten oder Gedichte. Die sind leicht und machen Spaß. Tom, wann ist dein nächster Urlaub genau? Mein nächster Urlaub ist an einem Freitag. Es ist ein Feiertag, also habe ich das ganze Wochenende frei. Ich habe 4 Tage frei. Das ist sehr schön. Ich hoffe, das Wetter ist gut, wenn du deine Großeltern besuchst. Ja, das hoffe ich auch. Ich möchte die sonnigen Felder und den blauen Himmel sehen. Ich werde die Wettervorhersage überprüfen, bevor ich gehe. Das ist eine gute Idee. Ich überprüfe immer das Wetter, bevor ich eine Reise plane. Alice, kannst du mir mehr über deinen letzten Urlaub erzählen? Was hast du gemacht? Ja, kann ich. Ich bin mit meinen Freunden zu einem Musikfestival gegangen. Es war an einem sonnigen Wochenende. Das klingt aufregend. Wo war das Festival? Das Festival war in einem Park in der Stadt. Viele Menschen kamen, um die Musik zu genießen und zu tanzen. Ich liebe Musikfestivals. Hast du viele Bands gesehen? Ja, wir haben mehrere Bands gehört, die Pop- und Rockmusik gespielt haben. Die Musik war sehr lebhaft und macht Spaß. Hast du Fotos auf dem Festival gemacht? Ja, ich habe viele Bilder von der Bühne und der Menge gemacht. Ich habe auch ein Bild von mir und meiner Freundin beim Tanzen gemacht. Das ist wunderbar. Ich mag es, Erinnerungen an glückliche Momente zu haben. Hast du gutes Essen auf dem Festival gegessen? Ja, es gab viele Essensstände. Ich habe einen leckeren Burger und Pommes gegessen. Ich hatte auch ein kaltes Getränk. Essen auf Festivals ist immer gut. Es macht den Tag noch angenehmer. Tom, wenn ich an den nächsten Urlaub denke, fühle ich mich aufgeregt. Ich möchte etwas Lustiges und Entspannendes planen. So geht es mir auch. Urlaube sind eine großartige Zeit, um sich zu erholen und Dinge zu tun, die wir lieben. Vielleicht können wir eines Tages gemeinsam eine Reise planen. Das ist eine gute Idee. Wir könnten einen neuen Ort besuchen, in den Bergen wandern oder sogar in eine neue Stadt fahren. Ja, das würde mir sehr gefallen. Wir könnten neue Restaurants, Museen und Parks erkunden. Ich freue mich auf unsere zukünftigen Urlaubspläne. Tom, Urlaube sind wichtig. Sie helfen uns, uns zu entspannen und Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen. Da stimme ich dir zu, Alice. Urlaube geben uns eine Pause von der Arbeit und der Schule. Sie sind eine Zeit, um Spaß zu haben und Erinnerungen zu schaffen. Ich fühle mich immer glücklich, wenn ich an meine Urlaube denke. Ich plane gerne neue Aktivitäten und probiere neue Speisen. Ich auch. Ich nutze Urlaube auch gerne, um neue Dinge zu lernen, wie ein neues Buch zu lesen oder ein Museum zu besuchen. Ja, Urlaube sind eine gute Zeit zum Lernen und Entspannen. Ich hoffe, jeder Urlaub ist so gut wie der letzte. Das hoffe ich auch. Alice, kannst du mir noch einmal sagen, was du in deinem nächsten Urlaub planst? Ich plane, in die Berge zu gehen. Ich möchte wandern, die frische Luft genießen und viele Bilder von der Natur machen. Das klingt sehr schön. Ich mag die Berge auch. Die frische Luft und die Ruhe sind sehr entspannend. Ja, und ich könnte auch ein kleines Dorf in der Nähe der Berge besuchen. Ich möchte die alten Gebäude sehen und lokale Speisen probieren. Das ist ein großartiger Plan. Ich denke, du wirst eine wunderbare Zeit haben. Tom, was ist mit deinem letzten Urlaub? Kannst du mir mehr darüber erzählen? Sicher.
In meinem letzten Urlaub habe ich meine Tante in einer nahegelegenen Stadt besucht. Ich habe 2 Tage bei ihr gewohnt. Das klingt schön. Was hast du dort gemacht? Ich bin auf lokalen Märkten einkaufen gegangen, habe ein Museum besucht und in einigen guten Restaurants gegessen. Ich bin auch im Park spazieren gegangen. Ich mag Städteeisen. Es gibt immer etwas zu sehen und zu tun. Ja, ich hatte viel Spaß. Ich habe sogar eine neue Art von Essen ausprobiert, die ich noch nie vorher gegessen habe. Das ist immer aufregend. Ich liebe es, im Urlaub neue Speisen auszuprobieren. Es macht das Erlebnis noch besser. Tim, wenn du an deinen nächsten Urlaub denkst, was fühlst du? Ich fühle mich aufgeregt und ein wenig nervös. Ich möchte alles gut planen, damit ich eine gute Zeit habe. Ich verstehe. Ich plane auch gerne meine Urlaube, aber manchmal lasse ich einfach alles auf mich zukommen und genieße, was passiert. Das ist auch eine gute Idee. Manchmal sind die besten Momente die nicht geplant sind. Ja, da stimme ich zu. Ich bin mir sicher, dass wir beide eine tolle Zeit in unseren nächsten Urlaubs haben werden, egal wie wir sie planen. Ich freue mich darauf, von deinem nächsten Urlaub zu hören, wenn wir uns wiedersehen. Ich auch, Tom. Ich werde dir alles über meine Bergreise und das neue Essen erzählen, das ich probiere. Und ich zeige dir die Bilder von meinem Besuch bei meinen Großeltern. Das wird sehr schön. Wir können unsere Erfahrungen teilen und vielleicht in Zukunft gemeinsam einen Urlaub planen. Das würde mir sehr gefallen. Tom, möchtest du zusammenfassen, was wir heute besprochen haben? Ja, das möchte ich. Heute haben wir über unsere letzten Urlaube und unsere nächsten Urlaube gesprochen. Ich habe dir erzählt, dass ich mit meiner Familie an den Strand gefahren bin, und du hast mir erzählt, dass du zu einem Musikfestival mit deinen Freunden gegangen bist. Das stimmt. Wir hatten beide Spaß und haben schöne Erinnerungen gemacht. Wir haben auch über unsere nächsten Urlaube gesprochen. Ich plane, meine Großeltern auf dem Land zu besuchen, und du planst, in die Berge zu gehen. Ja, wir haben aufregende Pläne. Ich hoffe, das Wetter ist für uns beide gut. Das hoffe ich auch. Es ist immer schön, gutes Wetter im Urlaub zu haben. Tom, danke, dass du deine Urlaubserlebnisse mit mir geteilt hast. Ich genieße unsere Gespräche immer. Danke, Alice. Ich rede auch gerne mit dir. Es hilft mir, mein Deutsch zu üben und neue Wörter zu lernen. Ich empfinde das Gleiche. Unsere Gespräche sind unterhaltsam und interessant. Ich lerne immer etwas Neues. Da stimme ich zu. Lass uns weiterhin über verschiedene Themen sprechen und unsere Erfahrungen teilen. Es macht das Deutschlernen angenehmer. Ja, lass uns das tun. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Tom, hast du noch Fragen zu dem, was wir heute besprochen haben? Nein, ich habe keine Fragen. Alles ist klar. Ich habe unser Gespräch sehr genossen. Das freut mich zu hören. Ich habe es auch genossen, über unsere Urlaube zu sprechen. Es zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht, wenn ich an all den Spaß denke, den wir hatten. Ja, Urlaube sind etwas Besonderes. Sie sind eine Zeit zum Entspannen, Spaß haben und Zeit mit den Liebsten verbringen. Da stimme ich zu. Ich hoffe, dass wir beide in Zukunft noch viele glückliche Urlaube haben werden. Das hoffe ich auch. Danke, Tom, für ein schönes Gespräch. Ich freue mich darauf, dich bald wiederzusehen. Danke, Alice. Ich hatte eine tolle Zeit, mit dir zu reden. Bis zum nächsten Mal. Gut gemacht. Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen Deutschgespräche verpasst. Bis zum nächsten Video.